It's Showtime. Also wenn ich eine Bühne sehe, wenn ich Tänzer sehe, dann sehe ich natürlich auch die Outfits. Da denke ich sofort an Primetime. Bilder, Bilder, Bilder. Unser digitaler Newsfeed läuft über. Das, was wir da sehen, ist meistens viel komplexer. Als es auf den ersten Blick erscheint. Ein Kunstwerk kann einem die Augen öffnen. Wie hängen die Dinge zusammen? Und wie erkenne ich den Zusammenhang der Dinge? Augen auf. Und Kopf an. Kunst bedeutet, das Schöne zu sehen, aber auch das Schreckliche zu erkennen. Was erzählt uns die Kunst von gestern über das Heute? und was hat das eigentlich alles mit mir zu tun? Mein Name ist Nikita Nzinga Esmeralda Desiree Thompson, für die, die es noch nicht wissen. Und ich bin Choreografin, Bestsellerautorin, Schauspielerin und Unternehmerin. Ich stehe vor dem Bild von Edgar Degas. Das Bild ist sehr, sehr alt. 1872, muss man sich mal vorstellen. Wenn ich mir das Bild anschaue, denke ich mir, okay, die Mädels auf der linken Seite stehen rum. Außergewöhnlich für Ballerina. Dann habe ich eine, die ist ganz vorne, die verbeugt sich gefühlt. Die Musiker gucken in ihre Noten, also schauen die Tänzerin gar nicht an, als wären die nicht existent. Edgar Degas hat die Oper geliebt. Ich glaube, das war sein Hobby. Der hatte wirklich ein Abo, eine Jahreskarte. Das gab es damals schon. Mir gefällt auch tatsächlich, dass er so was Instagrammable-mäßiges hat. Und zwar, der ist mittendrin. Der beobachtet. Und dadurch bin ich auch dabei. Und das gefällt mir. Das hat was irgendwie 2000er-mäßiges. Man verbindet so Freshness und was Positives. Und man sieht so gar nicht den Struggle auf den Bildern. Man sieht gar nicht, was für eine Zeit das war, wie hart die Menschen gearbeitet haben. In Paris in der Zeit war das Leben kein Zuckerschlecken, ganz im Gegenteil. Man musste wirklich fürs Überleben kämpfen. Durch die Industrialisierung darf man nicht vergessen, dass die Frauen auch auf einmal arbeiten durften und aber auch mussten. Denn wir hatten den Deutsch-Französischen Krieg. Männer sind gefallen, also wurden die Frauen eingesetzt. Das war überall so, das kennen wir auch aus Deutschland. Und nicht zu vergessen, es gab ja auch viel Kriminalität. Prostitution war normal, das gehörte dazu. Es gab nur 3 bis 4 Jobs für Frauen, vom Bügeln bis zum Wäschewaschen. Viele Möglichkeiten gab es nicht. Der Wohnraum war sehr knapp, sehr, sehr knapp. Alle in die Stadt gezogen, es gab aber nicht genug Platz. Das heißt, man hat wirklich auch in Slums gelebt. Das darf man nicht vergessen. Und wenn man dann diesen harten Bruch zur Oper sieht, das ist ja wie Tag und Nacht. Und deswegen war es natürlich wichtig, dass die Mädchen tanzen, dass die auf die Bühne kommen, dass die vielleicht einen anderen Weg einschlagen können. Junge Mädchen, die tanzen und die den Glamour sehen und die Lichter sehen und einfach Prunk sehen, was man vorher gar nicht kannte. Und dann aber vielleicht doch merkt, dass das alles gar nicht so schön ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Das merkt man ja erst, wenn man dahin gekommen ist. Man sollte versuchen, sich vorzustellen, wie ist der Alltag der Tänzerin. Das ist ein harter Alltag, da wird trainiert 10 bis 12 Stunden. Wenn ich daran denke, wie viel ich trainiere, sind es auf gar keinen Fall 10 bis 12 Stunden am Tag. Wenn ich das aber tun müsste, dann bräuchte ich gutes Essen, gute Versorgung. Das hatten die alles nicht. Die waren ausgemergelt, die sollten ja auch schwach sein. Jemand, der schwach ist, kann sich nicht mit wehren. Für mich unvorstellbar, wie die nach Hause gegangen sind, wie die sich gefühlt haben morgens früh, wie der Körper sich angefühlt hat. Muskelkater, den man immer hat. Dann darf man nicht vergessen, in den Schuhen zu tanzen ist so schwer. Da hat man wirkliche Schmerzen. Es ist ein harter, harter Job. Auch wenn das alles leicht aussieht, sollte man sich merken, alles, was leicht aussieht, ist mit harter Arbeit verbunden. Die knallharte Realität in der Oper war, dass die Männer Abos hatten. Die Abos waren nicht nur für Sitzplätze wichtig, sondern es gab alle Möglichkeiten, kann man sagen. Die durften in den Backstage rein, den Tänzerinnen zugucken. Nicht nur das, tatsächlich durften sich auch Mädchen aussuchen. Wenn man die Oper hört, dann denkt man jetzt nicht an Prostitution. Ganz im Gegenteil, da denke ich eher an sittenhaftes Benehmen. Aber wenn die Gesellschaft von Männern regiert wird, und das wurde
von Männern regiert, dann haben Frauen nichts zu sagen und junge Mädchen schon mal gar nicht. Man versucht einfach zu überleben und die waren halt komplett ungeschützt. Und die hießen auch die kleinen Ratten. Also als Nicht-Französin denkt man, Le Petit Rat, hört sich das schön an. Das heißt aber die kleinen Ratten. Ich meine, alleine, dass das okay war, Kinder kleine Ratten zu nennen. Die wurden so genannt, die Tänzerinnen, die nicht auf der Bühne waren. Das waren die Tänzer, die im Off schön am Trainieren waren, 10 bis 12 Stunden täglich und nebenbei noch anschaffen gehen mussten. Aber es wurde natürlich verkauft als Training. Ich meine, da kommt man abends hin und denkt, das ist alles Shishi und schick und toll. Und in Wirklichkeit geht es den Menschen da unten schlecht. Die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist bei uns Menschen irgendwie immer so. Und damals war es aber noch ein bisschen heftiger, weil die jungen Mädels kamen aus einer Unterschicht. Also das heißt, die hatten wirklich gar nichts. Wenn man nichts hat, dann versucht man natürlich zu überleben. Je mehr ich erfahre, je mehr wachse ich mit dem Bild zusammen, weil ich verstehe, wie das zustande gekommen ist, weil ich irgendwie das Gefühl habe, mitzufühlen, was so junge Frauen, Mädchen durchgemacht haben. Das denkt man ja am Anfang nicht, wenn man ein Bild sieht, wo Frauen einfach hübsch aussehen. Aber ja, hinter jedem Bild ist halt einfach eine tiefere Geschichte. Und ich glaube, das ist auch von Mensch zu Mensch sehr wichtig, das zu erfahren und zu fühlen und zu verstehen. Ich bin mir ganz sicher, dass die Tänzerinnen sehr, sehr gut waren, weil die wirklich gekämpft haben und auffallen wollten positiv. Die Hoffnung war so groß und die ist heute ja auch so, also auch gerade bei Tänzern und auch in Zeiten von Corona, da habe ich es extrem gemerkt, diese Existenzängste, die wir immer haben, weil wir sind nun mal selbst und ständig. Wir wissen nicht, was morgen für ein Auftrag kommt, ob überhaupt einer kommt. Man ist in einer Welt der Unsicherheit. Aber man liebt das, was man tut. Ich habe relativ schnell gemerkt, in meinem Beruf war ich auch ausgeliefert. Und auch die Gagen, ich wurde immer unterbezahlt. Bis ich das irgendwie gespürt und verstanden habe, hat mich das natürlich tierisch traurig gemacht, auch sauer gemacht, unfair behandelt zu werden. Und dann habe ich beschlossen, eine Tanzagentur zu führen und die Tänzer rechtlich abzusichern. Also es wird nur da gearbeitet, wo es Respekt für die Tänzer gibt, tatsächlich. Und man muss ein System durchbrechen. Es funktioniert nicht, zu denken, dass alles so bleibt und wir müssen nur 2 Hebel verrücken. Es hat ja was mit der Denke zu tun, mit der Erziehung und mit den Glaubenssätzen, die wir haben. Das heißt, wenn die Sprache sich verändert, wenn der Respekt vom Gegenüber sich verändert, dann können wir Dinge verändern. Ist aber auch die Aufgabe der Frau, meiner Meinung nach, lauter zu werden und klar zu sagen, was sie möchte und was ihr auch lange, lange schon zusteht. Was denkt ihr, wie können wir gesellschaftlich an uns arbeiten, um Dinge zu verändern? Was können wir tun, damit wir auf dem Arbeitsmarkt endlich Gleichberechtigung sehen? Wie kriegen wir das hin? Let me know, ich bin dabei.